Hi, ich bin Ellen. Ich bin Franzi. Ich bin Jennifer. Ostern rückt näher und du brauchst noch Inspiration für die Osterfeiertage. Wir zeigen dir, wie man mit ganz einfachen Mitteln eine frühlingsfrische Osterdeko bastelt. Wie du mit einem versteckten Hasen im Kuchen für den idealen Überraschungseffekt sorgst. Und welche kleinen Aufmerksamkeiten man zu Ostern verschenken kann. Hey, ich bin Franzi und für mich darf an Osterdekoration natürlich bunte Blumen nicht fehlen. Blumen gehören einfach dazu im Frühling. Und wir basteln heute zusammen einen Osterkranz mit Trockenblumen. Für den Eierkranz brauchen wir natürlich Eier, eine Heißklebepistole und Trockenblumen. Zusätzlich als Hilfsmittel brauchst du einen Topf, Q-Tips, Essig, eine zusätzliche Schale, 2 kleine Schälchen und ein Messer. Im ersten Schritt brauchen wir natürlich dazu ein Ei. Wir öffnen das vorsichtig oben und geben den Inhalt in die extra Schale. Ich habe jetzt die Eier soweit vorbereitet. Wir bröseln jetzt oben noch ein bisschen mehr Schale ab, damit wir das Loch ein bisschen mehr vergrößern können. Wenn du damit fertig bist, dann wasch dein Ei mit Wasser und Spülmittel aus. Übrigens, mit dem Eigelb kannst du richtig tolle Sachen machen. Das kommt bei uns nämlich nicht in die Tonne. Du kannst einen Kuchen backen oder eine Haarmaske machen. Wir schreiben es dir in die Beschreibung, was alles möglich ist. Jetzt kommen wir zum spaßigen Teil. Mit der Heißklebepistole kleben wir jetzt die Eier aneinander und platzieren so die Eier in dem Topf, damit wir einen schönen runden Kranz haben. Um das letzte Ei an den Kranz zu kleben, nimm am besten die Eier aus dem Gefäß heraus, so fällt es dir leichter. Im letzten Schritt kannst du jetzt deinen Eierkranz dekorieren. Ich habe dafür Trockenblumen vorbereitet, aber du kannst deiner Kreativität freien Lauf lassen und die Eier auch bemalen, bekleben oder ein bisschen Glitzer drauf streuen. Und damit sind wir jetzt auch fertig mit unserem Osterkranz. Der ist so schön geworden und bringt richtig den Frühling auf deinen Tisch. Den kannst du mitnehmen als Osterüberraschung und dir einfach ein bisschen Frühling in die Wohnung zaubern. Was ist deine Lieblings-Osterdeko? Schreib's in die Kommentare. Ostern ist so eine Zeit der Überraschungen. Die Kinder sind ganz aufgeregt, wollen schauen, was der Osterhase gebracht hat. Und wir wollen heute einen Überraschungskuchen backen. Von außen wird es ein unscheinbarer Marmorkuchen sein, doch wenn wir ihn anschneiden, wird uns ein kleines Osterhäschen überraschen. Und damit es ein bisschen schneller geht, habe ich den dunklen Teig für das Osterhäschen schon einmal vorbereitet. Das detaillierte Rezept findest du in der Videobeschreibung. Für den hellen Teig benötigen wir Möhren, Salz, Orangenabrieb, gemahlene Mandeln, Mehl, Backpulver, Eier, Zucker, Öl und Orangensaft. Die Möhren sind nun alle fertig geschält und jetzt werden sie klein geraspelt. Jetzt kommt noch eine Prise Salz dazu. Als nächstes kommen die Orangenschale, das Backpulver, Mehl und die gemahlenen Mandeln dazu. Und dann wird alles gut verrührt. Die trockenen Zutaten haben wir jetzt alle in der Schüssel vermengt und aus dem dunklen Kuchen machen wir nämlich die Überraschungsfüllung für unseren Marmorkuchen und dazu nutzen wir in diesem Fall die Häschenausstecher. Hierbei musst du natürlich kein Häschen wählen, je nach Anlass kann es auch ein anderer Ausstecher sein. Jetzt haben wir natürlich noch ganz viel Kuchen übrig. Im Optimalfall kombinierst du das direkt mit einem weiteren Kuchen, dann kannst du den nämlich klein bröseln und als Topping oben drauf setzen oder ganz einfach naschen. Jetzt, wo die Häschen fertig sind, kümmern wir uns wieder um unseren hellen Teig. Als nächstes wird das Eiweiß zu Eischnee geschlagen und in einer separaten Schüssel wird das Eigelb mit 2 Esslöffeln Orangensaft gemischt. Dann geben wir noch Öl dazu und verrühren das Ganze mit Zucker. Jetzt werden die Komponenten final miteinander vermischt. Wir nehmen uns die trockene Möhren-Mehl-Mischung und geben als erstes unsere Eigelb-Mischung dazu. Damit auch alles optimal vermischt wird, nutzen wir hierzu den Handmixer. So, im letzten Schritt kommt der Eischnee dazu. Den bitte ganz vorsichtig unterheben und er sorgt dafür, dass unser Teig ganz schön fluffig bleibt. In die eingefettete Kastenform kommen als erstes 2 Esslöffel von unserer hellen Teigmischung. Im nächsten Schritt platzieren wir unsere Häschen in der Kastenform. Achtet dabei darauf, dass ihr die Häschen auf dem weichen Teig andrückt und dass sie wirklich ganz eng beieinander stehen, sodass keine Lücke zwischen den Häschen entsteht. Nun wird der helle Teig in die Kastenform gegeben. Achtet dabei unbedingt darauf, dass wirklich alle Lücken um die Häschen herum ausgefüllt werden und dass wirklich überall Teig zu finden ist. So, unser Kuchen ist fertig vorbereitet. Der wandert jetzt in den Backofen. Das Ganze backen wir jetzt für 50 Minuten bei 160 Grad Umluft. Unser Kuchen ist ausgekühlt. Wir nehmen ihn jetzt aus der Kastenform und schauen uns unser Häschen an.
So, wie man sieht, habe ich das Häschen nicht ganz so günstig platziert. Ich bin mir aber sicher, dass der Kuchen trotzdem lecker schmeckt. Wenn du mehr Inspiration für deinen Alltag suchst, dann abonniere diesen Kanal. Ich zeige dir heute, wie du wunderschöne Tonanhänger basteln kannst. Um mit den Anhängern anzufangen, brauchen wir einmal ein Brett, Ton, ein paar Schablonen, Messer oder Ausstechformen, Wattestäbchen, eine Flasche, um den Ton auszurollen, einen Stempel, Trockenblumen, eine Kordel und noch ein Malmesser, um vielleicht noch schöne Formen reinzuritzen. Als erstes schneide ich ein Stück Ton ab und rolle es dann ungefähr 0,7 cm dick mit dieser Flasche. Als nächstes nehme ich mir diese Schablonen und schneide mit dem Messer einmal die Form aus. Ein kleiner Tipp, rollt den Ton so ein bisschen auf eurem Brett, damit ihr die harten Kanten ein bisschen glatter macht. Wenn hier so kleine Risse im Ton sind, könnt ihr ganz einfach mit einem nassen Wattestäbchen die kleinen Risse ausgleichen, sodass ihr nachher eine schöne glatte Oberfläche habt. Ich habe mir überlegt, jetzt noch ein schönes Muster zu verwenden und dafür nehme ich diese Flasche hier. Das sieht jetzt schon sehr schön aus. Dann stechen wir jetzt mit einem Wattestäbchen noch ein Loch in den Anhänger, um ihn nachher auch aufhängen zu können. Ich habe mich für selbsttrocknenden Ton entschieden, der braucht ungefähr 24 bis 48 Stunden zum Trocknen. Damit der Anhänger nicht so einsam ist, bastle ich jetzt noch ein paar andere Anhänger, verziehe sie noch mit ein paar Trockenblumen und werde auch nachher den Stempel noch benutzen. Optional könnt ihr eure Anhänger nachher auch noch anmalen oder eurer Kreativität freien Lauf lassen. Wenn das Ganze dann getrocknet ist, könnt ihr die Anhänger mit der Kordel einmal durchfädeln und aufhängen. Das Besondere an den Anhängern ist, dass ihr sie auf dem Ostertisch schön zur Dekoration nutzen könnt. Ihr könnt sie schön aufhängen oder auch als kleines Gastgeschenk verschenken. Und so sehen meine fertigen Anhänger aus. Was gehört für dich in ein Osternest? Schreib es in die Kommentare.